bin seit fast genau 1 Jahr jetzt bei der Intelity und ein Fokusbereich ist von mir, ist der Meeting Teams Room Service, und zusammen mit meinem Kollegen Nils Hertel, heute vor Ort, berichten wir aus unserem Alltag bei unserem größten MTR-Service-Kunden, der Siemens. Gehen wir auch direkt weiter. Genau, wir lassen euch heute an folgenden Themen teilhaben. Beginnt mit dem Incident-Prozess, dann Incident-Support-Anfragen. Also hier gehen wir auf Eingangskanäle für Anfragen ein und berichten über Tickets aus unserem klassischen Alltag. Dann Managed Teams Room Service, oder anders gesagt halt unsere Betriebsaufgaben. Darunter fallen Data Quality Tasks, Update Management, Regressions Tests und Daily Checks. On-Site-Workshops, also beim Kunden vor Ort, in einem Lab, wo wir an verschiedenen MTR-Geräten rumprobieren. Weiterhin zur Weiterentwicklung, wie wir uns weiterentwickeln und auf den neuesten Stand bleiben. Reporting, welche Zahlen, Daten, Fakten wir an den Service Owner präsentieren. Und schließen das Ganze mit einer offenen Diskussionsrunde ab. Genau. Hier einmal schön aufgekritzelt, haben wir einmal gut den Incident-Prozess bei der Siemens abgebildet, und zwar nur Meeting Room Device related Incidents, ein Incident in Verbindung mit einem MTR Device wird von einem End-User erkannt. Dieser End-User meldet den Vorfall zu dem zugehörigen lokalen Techniker. Wir benennen diese OSTC, eben schon von meinem Kollegen Christian Lübke angesprochen. Deshalb nur Kurzform. OSTC steht für On-Site Technical Contact. Und diese werden aufgeschlaut, um erste Untersuchungen im Meetingraum selbst zu erledigen, wie zum Beispiel die Kabel überprüfen, prüfen, ob das Gerät auch wirklich an ist, Bildschirmsettings checken und so weiter. Und erst nach diesen Checks soll ein Ticket von denen eröffnet werden. Hat so den Hintergrund, dass halt weniger, generell weniger Tickets aufgemacht werden. Und genau, ein oder mehrere OCCs sind immer für eine bestimmte Anzahl an Meeting-Teams-Räume verantwortlich. Also sie wissen auch, welche Informationen sie zur Ticketerstellung liefern müssen, wie zum Beispiel den Room Name, UPN, Device Name, Gerätedaten, Incident-Beschreibung und Screenshots. Genau, also der lokale Techniker öffnet ein Ticket, welches vom First Level Support empfangen wird. Und entweder löst dieser First Level Support diese Tickets direkt mit Hilfe von Knowledge Base Artikel oder sendet diese weiter an uns zum Second Level. An dieser Stelle lösen wir die Incidents, oder bei Bugs treten wir auch in Kontakt mit den Herstellern wie Microsoft und Logitech, um mit denen an eine Lösung zu arbeiten, zu finden. Und genau, und dann lösen wir die Tickets. Und genau, und das Service Management ist dafür verantwortlich, den Betrieb zu analysieren und kontinuierlich zu verbessern, um die Anforderungen von Siemens gerecht zu werden. Gibt es an dieser Stelle schon Fragen? Jetzt mache ich direkt weiter. Genau, dann geht es weiter mit den Incidents und Sofortanfragen. Ohne kommt man ja leider nicht aus. Wie eben erwähnt, kommen die meisten Incidents über ein Ticketportal durch den lokalen Techniker. So die Theorie. In der Praxis kommen dann doch nochmal von End-Usern Tickets rein. In diesen Fällen suchen wir den Namen von dem zugehörigen OSCC raus, verweisen auf diese Person. Aber in der Regel fangen wir trotzdem schon mal an mit der Fehleranalyse, denn selbstverständlich ist der End-User König und deswegen geben wir dem schon mal ein gutes Gefühl, dass ihm geholfen wird und damit wir auch insgesamt schneller zu einer Lösung des Inzidents kommen.
Genau, denn klassische Tickets sind eben auch noch Bildschirm ist schwarz, Netzwerkverbindung ist weg, Bild wird nicht übertragen. Bei solchen Tickets fragen wir auch schon dann immer direkt bei dem OCC nochmal nach, ob die ganzen Checks wie Kabelüberprüfung durchgeführt worden sind. Oder auch Passwort vergessen, ist leider ein Klassiker, da Microsoft Teams Rooms eng mit anderen Themengebieten wie Exchange, Netzwerk, Microsoft Teams, App etc. verbunden sind, kommen leider immer wieder missroutete Tickets zu uns rein, auch mit Knowledge Base Artikel und Informationen am First Level ist das bisher nicht ganz abzuwenden. Denn obwohl wir ein MTR-Service sind, landen manchmal dann auch witzigerweise Tickets über Excel, PowerPoint bei uns, weil diese halt eben auf einem Meeting Room Device angezeigt worden sind. Neben den Klassikern gibt es auch ein paar interessante Tickets. Bei einem aktuellen Beispiel konnten sich MTR-Geräte an mehreren Standorten nicht mit dem Netzwerk verbinden. An einem Standort in Deutschland war da fix für dieses Problem das Deaktivieren von LLDP. Bei MTR-Geräten an einem anderen Standort in den USA half das aber leider nicht. An beide Standorten hatten die Geräte eine MAC-Address-Whitelisting. Und ja, wir sind noch dran, eine Lösung zu finden in den USA an diesem speziellen Standort. Aber das beweist auf jeden Fall, dass das Verständnis mit Netzwerktechnik schon sinnvoll und auch wichtig ist. Dann noch ein Ticket aus dem Alltag. Auf dem MTR-Geräte oder auf dem MTR-Gerät konnte man sich mit dem Admin-Passwort nicht mal anmelden, ohne dass sich dies geändert hat. Ja, und nach langer Analyse, Turnout, auf dem Gerät war ein anderes Tastaturlayout eingestellt, wodurch die Sonderzeichen auf andere Tasten gefallen sind und deswegen das Passwort immer falsch war. So geil. Ja. Remote Access. Ja, über Remote Access hatte ich auch schon ein paar Mal das Problem. Genau, neben den Incidents im Ticketportal kommen natürlich auch viele Seitenanfragen, ob wir Teams-Chat, direkte Anrufe und so weiter rein. Wir unterstützen da natürlich auch mal direkt gern. Viele User sind uns natürlich auch schon bekannt. Eine gute Verbindung zu denen. Und ein weiterer Kanal ist auf der nächsten Slide zu finden, falls hier keine Fragen sind. Hier bei uns aus der Runde nicht. Alles klar, super. Genau, wir haben ein Teams-Team ins Leben gerufen, in dem alle OCCs, MTR-Spezialisten, Service Management, selbst der Service Owner mit drin sind, in dem User Fragen stellen und Probleme melden können. Hier können sich die Experten gegenseitig unterstützen. Auch der Second-Level-Support agiert hier und somit wird halt die volle Schwarmintelligenz benutzt, also Ziel dieses Teams ist die Minimierung von weiteren Tickets. Das Team ist dann noch weiter aufgegliedert in verschiedene Kanälen zur weiteren Eingrenzung, themenspezifisch dann für Surface Hubs, Android MTRs oder wir haben auch einen Kanal für größere Bekanntmachung. Genau, zu unserem Managed Teams Room Service gehören Betriebsaufgaben wie die Sicherstellung korrekter Daten, etwa wie die Geräteanzahlen im Teams Admin Center, in dem Microsoft Teams Rooms Pro Portal oder auch Intune. Da ist es halt wichtig, Duplikate, nicht erlaubte Geräte oder auch Geräte, welche seit Monaten nicht benutzt worden sind, rauszuschmeißen, um halt repräsentative Daten gewährleisten zu können. Bei diesen
Vorgehen treten wir natürlich immer stets in Kontakt mit diesen Raumverantwortlichen, um diese dahingehend zu informieren und gegebenenfalls dann halt wichtige Informationen einzuholen, wie zum Beispiel, hey, wir planen, das Device nächste Woche wieder aufzusetzen. Bitte löscht das noch nicht. Solche Informationen sind auch mal wichtig für uns. Genau, dann natürlich noch Kommunikation zu den Herstellern, habe ich bereits gerade erwähnt, und zu Updates und Monitoring wird mein Kollege gleich nochmal genauer darauf eingehen. Und zu den Device-Checkups komme ich jetzt auf der nächsten Folie. Ja, also wir führen täglich heißt montags bis freitags, die sogenannten Daily Checks durch, um einmal die Woche Weekly Checks. Also täglich früher morgens führen wir so Systemüberprüfungen durch an den MTRs, um halt grundsätzliche Funktionalität zu gewährleisten und bei möglichen Ausfällen bereits vor den Usern in Kenntnis zu sein und halt frühzeitig agieren zu können. Genau, damit wollen wir eine gewisse Vorlaufzeit gewinnen. Genau, ich führe jeden Morgen mit meinem MTR-Device einen Testcall durch, was ich hier über meinem Bildschirm hängen habe, um allgemeine Voice- und Videoqualität zu überprüfen. Anschließend überprüfe ich im Teams Admin Center die Gesamtanzahlen der Geräte, Windows, Android, Room Panels, Surface Hub, wie viele online sind, wie viele Geräte offline sind und den Health-Status, um bei größeren Unterschieden zum Vortag abschätzen zu können, ob etwas nicht stimmt. Das Ganze ähnlich im Teams Rooms Pro Portal, die Gesamtanzahl wieder prüft, der Healthy-Status, unhealthy, anmonitort. Ja, ich nehme unsere MTR Lab Devices genau unter die Lupe und im Blue Portal checke ich auch immer gerne die autogerierten Incidents bezüglich autogerierten Incidents, also welche vom MTR-Gerät MTR-Accounts ausgeloggt worden sind. Also wenn viele MTR-Accounts eines Standorts ausgeloggt worden sind, ist das halt ein Warnsignal für uns. Es kam schon mal vor, dass MTR-Accounts als risky User eingestuft worden sind, weil Passwort-Spread erkannt worden ist und somit diese User geblockt wurden. Das war ein Standort, an dem es viele OCC gab und vermutlich die Passwörter öfters hin und her geschickt haben, wodurch diese Einstufung erfolgte. Zugesagt sei, es waren natürlich keine Passwörter, die besonders sicher waren, die da gespreadet waren. Genau. Muss man natürlich auch noch festhalten. Passwort 123 ist kein gutes Passwort. Genau. Aber 123 Passwort schon. 123 Passwort auf jeden Fall. Und dann überprüfe ich noch zwei weitere MTR-related Portale von der Siemens auf Erreichbarkeit. Denn in diesen sind weitere Informationen über Meeting Rooms dokumentiert, wie zum Beispiel zugehörige OCCs, Locations, Raumausstattung, Anzahl der Sitzplätze und so weiter. Genau, das war zu den Daily Checks. Und dann einmal die Woche führen wir eine größere Überprüfung durch. Aber auch da führen wir zunächst einmal den Daily Check durch und ergänzen das dann um etwa den Remote-Zugriff auf Windows MTRs, ob diese funktioniert,
ob Apps wie Whiteboards laufen, ob Geräte enrolled worden sind, welche nicht durch den Service Management freigegeben worden sind. Also wir haben eine Whitelist an verschiedenen Meeting Room Devices, welche wir als Empfehlung an das Unternehmen bzw. an die OSTCs kommunizieren. Nur diese Geräte werden regelmäßig in Verbindung mit neuen Updates von unserem MTR-Testlabor überprüft. Diese Geräteklassen kennen wir, weswegen wir einen professionelleren Service liefern können. Des Weiteren wird ja gecheckt, ob ein MTR bei Nichtnutzung in den Standby-Modus fällt und auch alleine wieder aufwacht, sobald man den Raum betritt. Ja. So viel Also zu der den Klassiker, was natürlich Device-Checks. jedes Unternehmen haben will, welches Strom sparen will. Das Gerät soll einschlafen, wenn ich nicht im Raum bin, und funktionieren, wenn ich da bin. Funktioniert nicht immer. Cool. Ein großes Thema über mehrere Monate. Einen gemeinsamen Nenner. Windows kumulative Updates. Yes. Dann würde ich einmal weiterspringen. Denn jetzt kommen wir zu den Regression-Tests. Also wir haben unter anderem ein Lab in Portugal und dieses kleine Team führt Regression-Tests durch. Und zwar mit den freigegebenen MTR-Geräteklassen. Wird jede einzelne Software, App-Updates auf den jeweiligen MTR-Geräten gründlich überprüft, ob alle bestehenden Funktionen wie Audio, Video und Steuerung weiterhin fehlerfrei funktionieren und auch angekündigte Features werden unter die Lupe genommen. Bei Bugs wird direkt mit dem Hersteller kommuniziert. Genau, und wenn das Lab in Portugal durch ist, machen wir im Managed Service nochmal die gleichen Tests, um nochmal ganz sicher zu gehen und damit wir auch diese neuen Features und alles kennen. Und genau, erst dann werden diese Software- und App-Versionen für Siemens MTRs freigegeben. Genau, und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema Update-Management mit meinem lieben Kollegen Nils Hertel. Genau. Dann klaue ich einmal die Präsentation. Ist einfach einfacher für mich. Ja. So. Hoffen wir mal, dass das so klappt. Sieht gut aus. Genau. Dann kommen wir zum Thema Update Management. Ist natürlich sehr wichtig. Natürlich. Ist natürlich sehr wichtig in einem großen Unternehmen. Wir können ja nicht einfach, wie gerade von Kai schon beschrieben, eine Software raushauen, die am Ende vielleicht eine große Sicherheitslücke hat oder irgendeinen zusätzlichen Bug. Sprich, wir schauen uns vorher eine Softwareversion an, bevor sie überhaupt rauskommt, sozusagen. Was für Features soll sie mit sich bringen? Dann eben nach dem Test im Lab planen wir die Updates dann sozusagen, wenn alles geklappt hat, alles freigegeben ist, planen wir die Updates, damit wir auch nicht, vielleicht hat die Version am Ende doch einen Fehler und wir hauen die weltweit raus auf alle Geräte gleichzeitig und auf einmal funktioniert kein Gerät mehr auf der Welt. Das können wir ja auch nicht machen. Sprich, wir planen die Updates dann so, dass sozusagen pro Tag einer Woche dann ein Land oder eine Region im Generellen ihre Updates bekommt, damit wir eben abwägen können, funktioniert die Version jetzt am Ende wirklich und wir dann nicht am Ende einen Totalausfall provozieren mit zu viel Updates. Genau. Und was auch wichtig zu sagen ist, es wird natürlich, wenn eine neue Version rauskommt, die kommt ja einfach so raus von Microsoft, da wissen wir auch nichts vorher davon, so ungefähr. Ein bisschen schon, aber nicht immer. Und wenn so eine Version dann rauskommt, wird die natürlich erstmal pausiert. Man kann das ganz gut machen.
pausiert man die Version, dann wird sie nicht mehr automatisch installiert. Das Problem ist, das Starten des Updates funktioniert meistens dann auch nicht mehr. Sprich, man muss dann alles manuell machen. Aber gut, da arbeiten wir mit Microsoft dran. Genau. Dann kommen wir zu On-Site-Workshops Hands-on. Im Großen und Ganzen geht es dabei darum, wir sind sehr oft oder ich bin sehr regelmäßig beim Kunden direkt vor Ort, bei Siemens im Lab. Das Bild habt ihr ja vorhin schon bei Andreas Rieger gesehen, wie das dort aussieht. Dort testen wir dann auch ganz neue Hardware, die vielleicht noch gar nicht auf dem Markt ist oder Hardware, die vielleicht eine neue Version von etwas ist, was wir schon im Einsatz haben, um eben sicherstellen zu können, erstens funktioniert das, wollen wir diese Hardware überhaupt? Oder auch natürlich der preisliche Faktor ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn jetzt ein neues Gerät rauskommt, das kann aber nicht recht viel mehr als das vorherige, kostet aber 2000 Euro mehr, dann sagen wir natürlich auch am Ende, das lohnt sich ja gar nicht für den Kunden, sich das wirklich zu kaufen. Genau, dann haben wir da auch viel Gastvorträge, zum Beispiel über das Thema Netzwerk auch natürlich, weil wir sind ja ein Teamsroom-Service, haben dadurch an sich nicht so viel mit Netzwerk zu tun, aber natürlich zur leichteren Analyse bilden wir uns auch dort weiter fort, um eben leichter auch einem Kunden einfach sagen zu können, das und das ist wirklich dein Problem und nicht da so lange auf andere Teams warten zu müssen. Da eben das Beispiel von vorhin eben auch mit dem LLDP-Disablen auf einem Gerät fixt es an einem Standort und am anderen nicht. Diese Sachen wollen wir natürlich so schneller analysieren können, schneller die Probleme finden können, um da auch einfach den Kunden glücklicher zu machen und nicht der Kunde am Ende sagt, ja, jetzt habt ihr 6 Monate gebraucht, mir das Problem zu lösen. In der Zeit hätte ich mir auch ein neues Gerät kaufen können. Wäre preislich auch nicht mehr so schlimm gewesen. Genau, dort werden auch größere Fehlerquellen diskutiert. Eben einmal zum Beispiel gab es von Microsoft einen Fehler bei Android-Geräten. Da wurden auf einen Schlag von Sonntag auf Montag alle Geräte abgemeldet. Alle Android-Geräte weltweit. Es war ein Fehler von Microsoft. Der wurde dann auch announced am Abend am Montag. In der Zeit hatten wir aber am Montag dann natürlich auch sehr viel zu tun, weil wir uns darum gekümmert haben, dass man diese ganzen Geräte alle wieder einloggen muss, alles manuell per Prozess. Man muss sich die Passwörter geben lassen, man muss sich das alles raussuchen und alle Geräte wieder anmelden. Solche Fehler wollen wir natürlich im Großteil vermeiden. In diesem Fall war es nicht vermeidbar, weil der Fehler auf Microsoft-Seite war. Aber eben da diskutieren wir auch darüber und versuchen eben, bevor der Fehler überhaupt auftritt, den Fehler zu lösen oder direkt einen Workaround ready zu haben sozusagen. Genau. Als letzten Punkt auf unseren Workshops schauen wir uns immer noch einmal so Prozesse an, die wir aktuell haben, ob wir da irgendwas verbessern können, ob irgendwas vielleicht nicht mehr State of the Art ist, ob wir sagen, ja, jetzt überprüfen wir hier die Geräte in diesem Center, aber das brauchen wir doch gar nicht mehr, weil das wurde inzwischen umgezogen. Genauso überprüfen wir eben neue Prozesse, wie zum Beispiel auch den Prozess, wie man jetzt genau Windows-Geräte enrollt bei Siemens und was dort genau passieren muss. Da hatten wir auch sehr viel Spaß bei der Konzeptionierung davon, besonders Christian. Genau, da muss man sich dann eben auch überlegen, natürlich beim Enterprise-Unternehmen ganz wichtig sind natürlich auch zum Beispiel die Hintergründe von Geräten. Das ist, klingt einfach, ist aber leider bei MTR sehr, sehr kompliziert und aufwendig, wirklich breit in die Masse das deployen zu können. Genau, dann kommen wir eben zur Weiterentwicklung. Natürlich bilden wir uns eben weiter mit eben zum Beispiel Messebesuchen, wo wir dann auf bestimmte Konferenzen gehen, bei denen wir uns ansehen, ja, was kommt denn alles für Neuigkeiten dann im Teams-Rooms-Bereich, im Teams-Bereich, im Generellen auch und im Hardware-Bereich, um eben da immer auf dem laufenden Stand zu sein und auch Empfehlungen aussprechen zu können, was wir vielleicht gesehen haben, was gut wäre, um Kosten zu sparen oder Dinge zu vereinfachen und so weiter.
Dann natürlich auch ganz viel, klingt altmodisch. Alle sagen immer, ja, fragt ChatGPT, aber am Ende sind eben Tech-Blog-Artikel, wo irgendwer sich tief mit einem Thema schon mal beschäftigt hat, eben auch eine sehr, sehr gute Informationsquelle, die wir auch intensiv nutzen, um eben bei bestimmten Problemen, die auch komplizierter sind, weiterzukommen. Und als letzten Punkt haben wir dann noch den Austausch mit anderen Unternehmen. Natürlich unterhalten wir uns auch mit Partnern und Leuten, die wir halt kennen, um eben bestimmte Probleme schneller lösen zu können. Oder vielleicht hat er ein Problem, bei dem wir helfen können, und dann haben wir wieder was. Eben generell Networking und Austausch, um schneller voranzukommen bei den ganzen Themen, da die Tech-Welt ja sehr, sehr schnell ist. Und wir nicht wirklich sagen können, ja, wir haben jetzt was gelernt, das reicht uns für 10 Jahre. Funktioniert ja leider nicht mehr. Oder was heißt leider? Ich finde es gut so. Genau. Dann kommen wir zum Punkt Reporting. Ist natürlich ein etwas langweiligeres Thema, aber natürlich für einen Service-Owner und für ein Enterprise-Unternehmen sehr, sehr wichtig. Da reporten wir eben dann Dinge wie, was für Firmware-Versionen haben wir denn im Unternehmen, wie viele Geräte sind denn noch auf diesen Firmware-Versionen, welche laufen vielleicht ab, welche haben End of Life. Dasselbe eben für Teams-App-Versionen und alles weitere. Dann haben wir eben Inzidenzstatistiken, eben wie viele wurden bei uns dann aufgemacht, welche Kategorien waren das alles. Wenn wir zum Beispiel einen Monat hatten, in dem wir 40, 50 Tickets hatten, die alle Passwort-Reset waren, dann sollten wir vielleicht gucken, warum gab es denn so viele Passwort-Resets in diesem Monat? Was ist denn da vorgefallen sozusagen? Um eben da auch wirklich Schlüsse ziehen zu können. Dann eben natürlich, wenn es das mal gab, wir waren bisher so gut, dass wir es noch nie hatten. Major Incidents reporten wir natürlich auch, wenn dort mal was passiert. Und dann als letzten Punkt haben wir natürlich auch noch die Reopen-Tickets bei Third Party. Die gucken wir uns natürlich auch immer an und sagen dann, wie ist denn der aktuelle Stand, was ist das letzte Statement vom Hersteller oder was ist denn unser Doing jetzt, liegt das vielleicht bei uns und so weiter. Dann natürlich die Statistiken von MTR-Devices, das haben ja Andreas und Christian schon großzügig vorgestellt, wie viele Geräte haben wir denn überhaupt, was für Klassen gibt es, also in unserem Fall jetzt Android-MTRs, Windows-MTRs und Surface-Hubs. Die Surface-Hubs integrieren sich ja jetzt in die Windows-MTRs. Vorher war es aber eigentlich ja eine komplett eigene Klasse. Genau. Und der Compliance-Status natürlich. Security ist auch immer interessant. Wo stehen denn die Geräte gerade? Diese Daten präsentieren wir natürlich auch an den Kunden, damit er auch Bescheid weiß. Vielleicht liegt da noch ein Doing irgendwo vom Service Owner aus oder vielleicht haben wir noch was zu tun als Service, damit man das alles planen und vorbereiten kann. Genau. Dann kommen wir von unserer Seite schon zur offenen Runde sozusagen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne über Service, über alles rund um das Thema. Wir stehen gern zur Verfügung und beantworten euch da Fragen so gut wir können. Könnt ihr uns gerne im Chat einfach anschreiben, einfach in den Chat reinschreiben oder ins Q&A. Dann können wir euch da auch versuchen, so gut es geht, zu helfen.